Wie habt ihr denn damals begonnen? Also was war denn die Idee da? Was waren denn die Werte? Auf was habt ihr denn aufgebaut? Wo wolltet ihr denn hin? Gab es da damals überhaupt ein Konzept, eine Idee, wo ihr dazu gekommen seid vielleicht? Also bei dir gab es noch nicht viele Ideen, bei dir schon ein bisschen mehr, bei euch vielleicht etwas mehr. Wie war das? Gut, die Grundidee war natürlich schon da. Ne? Also man hat dann diese technische Daten, also alles, was man in der Kfz-Werkstatt benötigt, technische Daten und Diagnose, damit hat ja alles begonnen, mit Partnern natürlich zusammen. Und das ist eigentlich bis heute in der Grundstruktur modular, also so geblieben und auch modular weiterentwickelt worden. Es sind weitere Module mit dazugekommen, mit den Arbeitswerten oder Arbeitszeiten, wo man dort nochmal gemacht hat. Aber die Grundstruktur der Wow-Software ist nach wie vor so geblieben und auch diese Modularität mit dem VCI, wo man dann dem Kunden von Beginn an eigentlich schon ein sehr individuelles Gerät konfigurieren konnte. Okay. Die Idee war von Beginn an da. Okay, also mehr so ein elektronischer Schraubenschlüssel. Genau. Okay. Und die Daten waren ja von der Idee her, das waren ja die Schrauben der Zukunft, die Kfz-Werkstatt. Also da war der Reinhold Wirth ja auch mit drin in diesem Projekt, der hat das selber gestartet. Und das war schon so eine Vision, für die Zukunft der Kfz-Werkstatt. Okay. Und wo du dazu kommst, ich glaube, du bist ja dann auch relativ schnell in Führung gekommen. Habt ihr dann über so Wertethema gesprochen? Hat sich das entwickelt? Ist das aufbauend gegangen? Also die Idee ist ja, wie der Frankie erzählt hat, ne, die Division Auto flankierend auch in die Zukunft zu bringen, in die digitale Welt. Ne, weil man sich lang Gedanken gemacht hat, wie kommt die Division Auto im Markt in 10, in 20 Jahren an. Und der Schnittpunkt war der digitale Schraubenschlüssel. Ne? Und man muss sagen, als ich zur WOW gekommen bin, war das eine sehr große, das war noch eine Idee, die wir aufgebaut haben. Ne? Da war eine sehr große Dynamik da. Das war alles from the scratch sozusagen. Und in den ersten Jahren war das ein steiles Wachstum. Es war auch im positiven Sinne hemdsärmlich. Ne? Also das war eine Aufbruchsstimmung, eine Gründerstimmung, eine große Dynamik, Flexibilität, aber auch eine Bodenständigkeit, die WOW ausgezeichnet hat. Weil wir waren alle ein Team, die da waren, die quasi nicht Dienst nach Vorschrift gemacht haben oder von der Wand bis zur Tapete Themen getrieben haben, sondern wir waren alle im Prinzip breit aufgestellt und haben viele Themen genommen. Und diese Voraussetzungen hast du auch gebraucht, um das Projekt ans Laufen zu kriegen. Ne? Und diese im positiven Sinne Bodenständigkeit, Flexibilität, Dynamik, die hat die WOW auch durch die ersten Jahre getragen und ich würde immer noch meinen, ein Stück davon hat sich bis heute gehalten, weil wir waren das genaue Gegenteil zu Wirth. Wirth war groß, ein Geschäftsmodell, das damals 60 Jahre alt war, jeder hat es gekannt. Bei uns gab es kein Geschäftsmodell. Ne? Es gab nichts, es war alles neu. Wir mussten erst lernen, wie geht es mit der Diagnose, wir mussten lernen, wie geht das mit dem Vertrieb, ne? Wie geht die Zusammenarbeit mit der AWKG. Das war das Aufreibende, aber auch das Spannende und das war, glaube ich, auch die Thematik, die uns hier alle ganz lang bei WOW gehalten hat. Ne? Und was dich auch dazu bewogen hat, in das Diagnosethema reinzukommen, damals 2010. Ich glaube, das ist ein bisschen so der Geist der WOW. Absolut. Wo du dann dazukommen bist, Micha, bist du dann in die Finanzen, Abteilung Finanzen. Aber heute spricht man ja von Employer Branding. Wir machen da ja ganz viel. Wir haben eine professionelle HR-Abteilung und. Wie waren das damals? Sind hier Werte vermittelt worden beim Einstellungsgespräch oder wurde gesagt, also hast du Lust und wir hätten da was und mach mal. Wie es geht, wissen wir jetzt auch noch nicht oder wie war das? Ja, tatsächlich war es eher so, wie der Frank gerade erzählt hat. Also es war eine Aufbruchsstimmung und da gab es nichts, wie du gerade vieles wie da schon wegen HR. Hier ist dein Einarbeitungsplan, das gab es alles nicht. Das war eine Eigendynamik, die es da angenommen hat und ja, man ist schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden und das war aber auch gut so und dadurch hat sich das aber alles entwickelt. Wo ich gekommen bin, das war so die Zeit der ersten großen Pitstop-Aufträge, wo dann auch das Thema BSA forciert wurde. Also da waren wir so in der Phase, wir mussten langsam mal ein bisschen aus den Kinderschuhen raus und richtig in
Frank Schäfer kennt, Prozesse. Die waren noch lange nicht so gut wie heute, aber wir haben dann schon versucht, mal Prozesse zu entwickeln. Also quasi da hat es begonnen, dann darüber nachzudenken, das alles ein bisschen zu strukturieren. Ne? Davor ist schon darüber nachgedacht worden, aber da musste man, weil da ging es dann tatsächlich um wesentlich mehr Geld, um große Kunden, um die Bauer weiterzuentwickeln, musste man da was tun. Und Markus, wo du reinkommen bist, war das Diagnose oder Verkauf oder war es Produkt oder Marketing oder Hotline oder Service oder was war es denn? Das war tatsächlich eine schöne Mixtur. Das war damals der Bereich WSA und das war eine Zusammenführung von Produktmanagement, weil das ganze Produktportfolio musste damals noch aufgesetzt und erweitert werden. Auch die ganze Struktur, das Marketing, wie es denn überhaupt an den Markt verkauft wird und der Vertrieb und die Beratung eben selber, dann später auch mit dem Spezialistenteam. Und ja, ich kann das auch wiedergeben, wie es der Micha sagt, das war eine gehörige Portion kaltes Wasser. Was ich aber damals schon gemerkt habe, und vielleicht hat sich die WOW da schon so ein bisschen rauskristallisiert hat, oder hatte sich da ein bisschen rauskristallisiert, das war dieser Zusammenhalt, dieser Teamgeist, diese Kameradschaft innerhalb der WOW, die einem dieses Anfangen unglaublich leicht gemacht hat, auch das Herkommen auch über weitere Distanzen sehr, sehr angenehm gestaltet hat. Es hat Spaß gemacht, mit den Leuten umzugehen, mit den Leuten jeden Tag zusammenzukommen und Dinge auf die Beine zu stellen. Das waren so die ersten Werte, die ich kennengelernt hatte. Und da dagegen auch die hohen Anforderungen, die unsere Kundschaft, auch getrieben durch den Wirtvertrieb, an uns gestellt hat. Da musste ich viele Dinge, die ich vorher für richtig gehalten habe, neu denken, neu kennenlernen. Und das hat immer wieder geheißen, einen neuen Maßstab, einen neuen Qualitätsgrad auch in der eigenen Arbeit rauszubringen. Und das war am Anfang sehr, sehr challenging. Das hat uns sehr, sehr viel Zeit gekostet. Hat uns aber, glaube ich, unglaublich geprägt und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, dass das auch generell für die Zukunft wichtig ist, dass man die Historie nie vergisst. Und ich höre da schon immer genau hin. Ihr wisst ja, wir sind ja gerade dabei, mit dem Marketing ein neues Image für die WOW aufzubauen. Wir haben es auch im Management Board besprochen, dass wir mal diese WOW-Pflaume ein bisschen moderner machen wollen mit dem WOW-Logo, ein bisschen zeitgemäßer. Und wir gehen ja jetzt in die Richtung Your Car Expertise, powered by Wirtz, dass wir die große Mutter noch stärker rausstellen, dass die Kunden sehen, da ist auch finanziell Geld dahinter. Und ich glaube aber, dass die Werte, die es von Anfang an gibt, dass die sehr wichtig sind. Also ich tue mich oftmals eine Aussage von Frank annehmen, der sagt, jetzt lasst uns mal schaffen. Ja, das kommt sicherlich von da war halt ein Fehler und da hat man halt geschafft. Ne? Man hat halt geschafft, man hat angepackt, man hat Ärmel hochgekrempelt. Ich finde es wichtig, auch heute noch in modernen Unternehmen, dass man anpackt und Passion zum Unternehmen hat und dass man die Grundwerte des Unternehmens nie vergisst. Ich glaube, das ist auch im Sinne von Mario, dem ist ja die WOW sehr, sehr wichtig. Ja, das liegt ihm ja wirklich am Herzen und er hat ja im Grunde auch die Idee ein Stück weit mitgeprägt und die müssen wir weiterleben. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Und wenn ich dich jetzt frage, wie siehst du das? Ich meine, du kennst, wir brauchen nicht ab 2017 sprechen. Ne? Wir beide persönlich arbeiten schon viel länger zusammen, ne? Als WABCO Wirth gegründet wurde. Wir haben vielfältige Anknüpfungspunkte mit der WOW logischerweise seit 2010. Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben? Ich meine, wir haben so ein bisschen die Kinderschuhe und die Basiswerte. Jetzt geht es darum, das Thema weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu bringen. Also ich muss wirklich sagen, wenn du aus so einem kleinen Unternehmen rauskommst wie WABCO Wirth und dann in ein doch großes Unternehmen kommst wie die WOW, ich habe mich anfänglich schon schwer getan. Auch deshalb schwer getan, weil es für mich noch nicht greifbar war, dass dieses doch große Unternehmen mehr oder weniger auf 3 Schultern. Also es gab 3 Namen für mich, die haben alles entschieden. Das war Frank Konitzke, der stand über allem. Dann gab es einen Michael Reuter, der hat einen Frank Konitzke Support und dann gab es noch einen Frank Schäfer. Das waren die 3 Köpfe und ich habe mir immer gedacht, wie geht denn das, dass 3 Leute so einen riesen Laden managen? Da gibt es doch ganz viele andere noch. Das muss doch auf viel mehr Schultern verteilt werden. Und den Weg sind wir ja gemeinschaftlich gegangen. Das kam ja auch ein Stück weit mit von euch, dass man da, Umbau weiß ich nicht, ob das der richtige Name ist, aber dass man das voranschiebt und dass man mehr Mitarbeiter in Verantwortung bringt, dass man aus den eigenen Reihen Leute nachzieht und dass man gewisse Abteilungen, Michael, wo ich gekommen bin, war HR, Michael Reuter, da war alles, ne, mit der Frau Stabbeck zusammen und so, ihr habt da alles gemanagt. Ne. Wenn Scheibe kaputt gegangen ist, war auch Michael Reuter mit der Frau Stabbeck zusammen.
zusammen. Und wenn Finanzen da war, war auch Michael Reuter mit der Frau Stabbeck zusammen. Also, ja, heute haben wir eine HR-Abteilung, wir haben ein Qualitätsmanagement. Ne? Also den Frank Schäfer haben wir das Produkt raus und haben den über alles drüber gesetzt, ne? Dass er dort seinen Daumen drauf hat. Ne? Wir haben die Finanzabteilung ist größer. Dein Service-Thema ist riesig oder wird riesig, richtig gut. Das ist eine Einnahmequelle für uns. Markus, du bist mittlerweile Division, die gab es nicht. Du hast Marketing, Produktabteilung unter dir. Also da hat sich schon mächtig was getan. Und jetzt muss ich auch sagen, fühle ich mich auch wohl, weil es jetzt halt auch ein Stück weit das Unternehmen ist, die letzten 3 Jahre, wo ich mit kreiert habe. Und auch der Umzug hat ein Stück weit dazu geführt. Also ich finde, dass das Riesenschritte waren. Wenn ich das vergleiche in der Wirtwelt mit anderen Unternehmen, wir sind ja immer so ein bisschen unterm Radar, das ist schade, auch bei der Division Auto, aber ich glaube, mit Stolz sagen zu können, dass die WOW innerhalb der Wirtgruppe, und das ist nicht nur immer gemessen am Umsatz und am Betriebsergebnis, sondern wir haben viel investieren müssen und dass die WOW definitiv eine der Top 10 Unternehmen ist, die die größten Schritte gemacht hat innerhalb des gesamten Wirtkonzerns. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Also würde ich so unterstreichen, na, wenn man jetzt die letzten 3 Jahre sieht, also genau das, was du sagst, Unternehmen, wenn man 20 Jahre überblickt, wie der Frankie, ne, Unternehmen entwickeln sich immer in Zyklen. Ne, du hast diese explorative Phase, die haben wir oft genug gehabt. Ne, neuer AU-Tester, neues WSA, ne? Und dann machst du erstmal einen Umsatzsprung und dann kommt aber die Phase der Konsolidierung, weil wenn du das nicht machst, dann geht die nächste Phase nicht. Und die letzten 3 Jahre haben wir sehr viel Struktur geschaffen und wir spüren auch jetzt, dass es wieder in Richtung Aufbruch geht. Ne? Absolut, absolut.